Hallo meine Freunde. Heute beginnen wir gemeinsam eine neue Serie. In dieser Serie möchte ich auch der persönlichen Entwicklung mehr Bedeutung beimessen. Jetzt werden wir gemeinsam das Leben von Niccolò Machiavelli kennenlernen. Und in meinen nächsten Videos wird es um die Philosophie Machiavellis gehen. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli war ein florentinischer Denker, Staatsmann, Militärstratege, Dichter und Dramatiker und gehört zu den wichtigsten Figuren der italienischen Renaissance. In seinem bekanntesten Werk Der Fürst untersuchte er erstmals in der Geschichte der politischen Literatur ein Problem wie die Erlangung und Sicherung der Macht als Selbstzweck, ohne religiöse oder moralische Bedenken zu berücksichtigen. Sein ganzes Leben lang kämpfte er für das Ideal der Einheit Italiens. Seine Ideen wurden sowohl in der politischen Literatur als auch im allgemeinen Denken zunehmend als Ausdruck eines völlig negativen und prinzipienlosen politischen Ehrgeizes gesehen. Der Begriff Machiavellismus wurde weniger zu einem Denksystem als vielmehr zu einer anklagenden Bezeichnung für Politiker, die jedes Mittel zum Zweck für erlaubt halten. Dennoch versuchten große Denker wie Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die positive Seite von Machiavellis Denken aufzuzeigen. Nach Hegel wurde Machiavellis Ziel, nämlich Italien auf den Rang eines Staates zu erheben, von jenen nicht verstanden, die in seinem Werk nur eine Rechtfertigung der Tyrannei sahen. Hegel fasste seine Methode so zusammen: Ein von Wundbrand befallenes Glied kann nicht mit Lavendelwasser geheilt werden. Der italienische kommunistische Philosoph Antonio Gramsci bezeichnete ihn hingegen als früh erschienenen Jakobiner. Sein Leben: Er wurde in der Republik Florenz, in der Stadt Florenz, als drittes Kind seiner Familie geboren. Seine Familie war im Laufe der Zeit vom Adel ins Bürgertum abgestiegen. Sein Vater Bernardo war ein Anwalt mittleren Standes. Über seine Ausbildung ist wenig bekannt. Jedoch weiß man, dass Machiavelli Latein sowie die klassische lateinische und griechische Literatur erlernte. Als die florentinischen Gebiete 1494 vom französischen König Karl VIII. Von Frankreich besetzt wurden, wurde auch die herrschende Medici-Familie aus der Stadt vertrieben. Danach übernahm ein Priester namens Savonarola die Macht und errichtete für 4 Jahre eine theokratische Herrschaft. Nach diesen 4 Jahren stürzte das Bürgertum Savonarola und errichtete erneut ein demokratisches Regime. Diese neue Regierung wurde von einem Gremium namens Rat der 10 geleitet. Machiavelli wurde zum Sekretär dieses Rates ernannt. Als er dieses Amt mit 29 Jahren antrat, hatte er die Gelegenheit, sowohl die Innen- als auch die Außenpolitik kennenzulernen und übte diese Aufgabe 14 Jahre lang aus. Nach der Schlacht von Ravenna im Jahr 1512 besetzten die Spanier Florenz und brachten die Medici-Dynastie wieder an die Macht. Dadurch verlor Machiavelli sein Amt. Zusätzlich wurde er zu einer hohen Geldstrafe verurteilt und durfte Florenz 1 Jahr lang nicht verlassen. 1513 wurde Machiavelli wegen seiner angeblichen Beteiligung an einer Verschwörung gegen die Medici verhaftet, 3 Monate lang inhaftiert und gefoltert. Nach seiner Freilassung blieb er arbeitslos und zog sich auf ein Landgut in Santa Andrea, wenige Kilometer von Florenz entfernt, zurück. Das Leben auf dem Land. In einem Brief an seinen Freund Francesco Vettori vom 10. Dezember 1513 erwähnt Machiavelli, dass er ein Werk mit dem Titel De Principatus schreibe, das er nach 6 Jahren unter dem Namen Der Fürst veröffentlichen würde. 1518 wandte er sich einem anderen Bereich zu und schrieb die satirische Komödie La Mandragola, die innerhalb von 2 Jahren aufgeführt wurde. In dieser Zeit übernahm Kardinal Giulio de' Medici die Herrschaft in Florenz. Machiavelli stärkte seine Beziehungen zur Medici-Familie und trat unter ihren Schutz. So konnte er 1521 sein Werk Die Kunst des Krieges veröffentlichen. Giulio de' Medici beauftragte ihn zudem, eine Verfassung zu entwerfen und die Geschichte von Florenz zu schreiben. 1524 wurde Giulio de' Medici zum Papst gewählt und nahm den Namen Clemens VII. An. Aufgrund seiner widersprüchlichen Außenpolitik erklärte Kaiser Karl V. im Mai 1527 Florenz den Krieg und besetzte die Stadt. Damit endete die Herrschaft der Medici erneut. Nach dem Sturz der Medici errichtete das Bürgertum wieder ein demokratisches System. Die neuen Machthaber misstrauten allen, die den Medici nahestanden, und entfernten sie aus staatlichen Positionen. Auch Machiavelli verlor erneut seine Arbeit. Enttäuscht und ohne Vertrauen seitens der neuen Regierung erkrankte er schwer und verstarb am 22. Juni 1527. Am nächsten Tag wurde er in der Basilika Santa Croce beigesetzt.
Machiavelli vertrat die Ansicht, dass das politische Denken säkularisiert und wissenschaftlich gestaltet werden müsse. Obwohl er gegen die Kirche war und den Laizismus unterstützte, meinte er, dass ein Herrscher die Religion bei Bedarf als Mittel einsetzen sollte. Der zukünftige Einiger Italiens sollte, ob religiös oder nicht, äußerst fromm erscheinen. Er trennte sich vollständig von religiösen Vorstellungen, die die Welt durch das Schicksal erklärten. Machiavelli betrachtete die menschliche Natur als schlecht und egoistisch und vertrat die Auffassung, dass zur Erreichung von Erfolg jedes Mittel eingesetzt werden könne. Ein Staatsmann müsse diese Realität akzeptieren und entsprechend handeln. Er glaubte, dass ein Politiker pragmatisch und sogar egoistisch sein müsse. In einer Gesellschaft aus Egoisten könne ein uneigennütziger Führer sein Ziel nicht erfolgreich verfolgen. Außerdem betonte er, dass die Politik ihre eigenen, autonomen Regeln habe und nicht innerhalb traditioneller moralischer Normen funktioniere. Er vertrat sogar die Ansicht, dass ein striktes Festhalten an moralischen Prinzipien ein Land letztlich in den Ruin führen könne und dass es notwendig sei, in bestimmten Situationen unmoralische Mittel anzuwenden, um Katastrophen zu vermeiden. Im 18. Kapitel seines Werkes Der Fürst betont er, dass es für einen erfolgreichen Politiker nicht notwendig sei, tugendhaft zu sein, es reiche aus, tugendhaft zu erscheinen. Gleichzeitig erklärt er, dass Politik ein Bereich sei, der unabhängig von Moral nach eigenen Regeln funktioniere. Darüber hinaus meinte Machiavelli, dass Menschen materiellen Besitz am meisten schätzen. Er setzte sich stark für die Einheit Italiens ein und sah im Kirchenstaat eines der größten Hindernisse dafür. Er kritisierte das Ideal des gerechten, großzügigen und edelmütigen Herrschers, wie es von Cicero und Seneca beschrieben wurde, da diese Eigenschaften seiner Meinung nach für die Führung eines Staates ungeeignet seien. Die menschliche Natur. Machiavelli glaubte, dass dem Menschen von Natur aus das Böse innewohnt und dass dieses Böse aus ihm selbst stammt. Besonders der Wunsch zu besitzen sei Ausdruck dieses Übels. Für ihn entsteht Moral aus der Gesellschaft und er definiert den Menschen als grundsätzlich egoistisch. Den Fürsten stellt er außerhalb der Moral und glaubt, dass dieser die Ordnung der Gesellschaft sichern könne. Liebe sei das Grundprinzip der Moral. Religion solle vereinen und dem Staat untergeordnet sein. Auf diese Weise verwirkliche sich der Laizismus. Der Mensch wolle alles besitzen, doch seine Lebenszeit und materiellen Möglichkeiten seien begrenzt. Daher sei es unmöglich, alles zu erreichen, und es sei falsch, Dingen nachzujagen, die man ohnehin nicht erlangen könne. Monarchie. In seinem Werk Der Fürst beschreibt er, wie ein Einzelner ohne ethische, moralische oder rechtliche Grenzen an die Macht gelangen kann. Er untersucht, wie eine starke Herrschaft aufgebaut werden kann und entfernt sich dabei von der Philosophie hin zur praktischen Politik. Er brach mit dem Mittelalter und entwickelte ein völlig neues System. Zu seiner Zeit war Italien in 5 Staaten aufgeteilt. Sein Hauptziel war die politische Einheit Italiens und seine politischen Ideen richteten sich ganz nach diesem Ziel. Seine Vorschläge und Methoden führten zur Entstehung des Machiavellismus, der die Auffassung vertritt, dass der Zweck die Mittel heiligt. Nach Machiavelli war der einzige Weg zur Einheit Italiens eine absolute Monarchie. Der Fürst sollte uneingeschränkte Macht besitzen und an keine Institution, Klasse oder Gesetz gebunden sein. Er sollte tugendhaft erscheinen, aber bei Bedarf anders handeln können. Ebenso könne er religiös wirken, müsse jedoch in der Lage sein, religiöse Gebote unter bestimmten Umständen zu brechen. Theorie der Nullsummenmacht. Machiavelli vergleicht die Macht mit einem Kuchen, dessen Gesamtmenge sich niemals verändert. Demnach gilt, je mehr eine Person ihre Macht vergrößert, desto mehr verringert sich die Macht der Gegner und anderer Personen im gleichen Maße. Das heißt, die Gesamtmenge der Macht bleibt immer gleich, nur ihre Verteilung ändert sich ständig. Machiavelli erklärt diese Idee in seinem Werk Discorsi mit Hilfe des Begriffs Virtù folgendermaßen. Die Welt war immer dieselbe, nur mit dem Unterschied, dass die großen Virtù zunächst in Assyrien waren, dann nach Medien übergingen, danach nach Persien und schließlich in das Römische Reich. Nach dem Fall Roms wurde die in der Welt vorhandene Virtù nicht mehr von einem einzigen Reich beherrscht, sondern von vielen Nationen geteilt. Früher waren es die Franken, die Türken und die Sultane Ägyptens. Heute sind es die deutschen Kaiser, die daran teilhaben. Noch früher gab es die berühmten Araber, die große Taten vollbrachten und die östlichen Gebiete des Römischen Reiches eroberten. Alle politischen Akteure, die um Macht kämpfen, handeln nach Machiavelli stets im Zweifel. Da im Wesen jedes Menschen etwas Böses liegt, sollten Politiker niemandem vertrauen.
So vertrauen Politiker weder ihrem Umfeld, noch gelten sie selbst als vertrauenswürdig für andere. Fähige Politiker jedoch versuchen, diesen Zustand von Misstrauen und Unzuverlässigkeit zu verbergen, auch wenn ihre Unzuverlässigkeit früher oder später dennoch zum Vorschein kommt. Freunde, ich habe mit euch das Leben von Niccolò Machiavelli geteilt. Ab jetzt werde ich jede Woche am Donnerstag seine Ansichten mit euch besprechen. Bleibt dran! Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Kommentar zu schreiben und ein Like dazulassen.